Die hohe Wand zeichnet sich für Gleitschirm- und Hängegleiter-PilotInnen besonders durch ihre günstige Lage aus. Nur eine Autostunde von Wien entfernt findet man im Naturpark Hohe Wand ein sehr beliebtes Fluggebiet mit einer 9 Kilometer langen Soaring-Kante, das sowohl für Anfänger geeignet ist, als auch Streckenpotenzial bietet. Mein Name ist Martin, ich darf euch im Namen des Soaring Club Hohe Wand in diesem Video unser schönes Fluggebiet vorstellen. Los geht's! Und wie kommt man jetzt zur Hohen Wand? Umweltfreundlich kommt man mit Bahn und Bus direkt zum Landeplatz bei der ehemaligen Mautstation. Such im Fahrplan nach der Station Meiersdorf an der Hohen Wand, Abzweigung Hohe Wand. Aber am einfachsten und schnellsten geht es natürlich mit dem Auto. Unter der Adresse Postelstraße 77 2724 Hohe Wand finden Navigationsgeräte direkt zu diesem großen Parkplatz, von dem es dann nur ein 15-minütiger Fußweg zum Startplatz ist. Hier befindet sich auch der Gasthof Postel, in dem wir gerne vor und nach dem Fliegen einkehren, und hier ist auch die örtliche Flugschule. Falls du lieber unten parkst, um das Auto nach der Landung in der Nähe zu haben, ein kurzer Hinweis. Der Sonnenuhrparkplatz bei der Hohen Wand bietet sich natürlich an. Hier sollte aber nicht übersehen werden, dass dieser kostenpflichtig ist. Und mitten in Meiersdorf gibt es einen großen Parkplatz beim Sportplatz, der gratis ist. Hier kannst du jedenfalls parken. Startplätze gibt es übrigens zwei. Den häufig genutzten Oststartplatz und den weniger häufig genutzten Südstartplatz. Und jetzt schauen wir gemeinsam zum Oststartplatz. Auf diesem Startplatz kann, wie schon der Name andeutet, hervorragend bei Ostwind gestartet werden. Bei Nord- oder Westlagen kann man auf der Hohen Wand sowieso nicht fliegen. Und bei Wind aus Süd ist mit Leerturbulenzen von rechts zu rechnen, daher sollte man sich überlegen, den Südstartplatz zu wählen, der auch von den Drachenfliegern genutzt wird. Dieser ist aber für Anfänger eher ungeeignet. Es handelt sich um einen Klippenstart und der Platz ist sehr kurz. Routiniertes Rückwärtsaufziehen ist dort empfehlenswert. Auf unserer Homepage www.sc-hw.at kannst du übrigens kostenlos auf die beiden Webcams und die Wetterwerte zugreifen und schon vorab überprüfen, ob andere PilotInnen am Startplatz sind. Um starten zu dürfen, ist zumindest eine Tagesmitgliedschaft des Soaring Club Hohe Wand nötig. Diese kannst du entweder online über unsere Homepage bezahlen oder du bezahlst im Gasthof Postel gleich neben dem Parkplatz. Das ist auch unsere Vereinsadresse. Zu guter Letzt hast du auch die Möglichkeit, den genauen Betrag in die Kasse direkt hier am Oststartplatz einzuzahlen. Wenn du öfters an der Hohen Wand fliegen möchtest, zahlt sich eine Jahresmitgliedschaft sehr schnell aus. Diese kannst du ganz einfach über unsere Homepage beziehen. Durch die Jahresmitgliedschaft kannst du dann weitere Vorteile nutzen, wie zum Beispiel bei Wettkämpfen mitfliegen, Clubtreffen zu besuchen oder sogar kostenfreie Weiterbildungen in Anspruch zu nehmen. Dein Beitrag ermöglicht es, Start- und Landeplätze gepflegt zu halten und auch die Möglichkeit, vor dem Start noch einmal das Plumpsklo zu nutzen, das von vielen PilotInnen geschätzt wird. Du findest neben der Kasse übrigens auch einen Monitor, der dich über die aktuelle Wetterlage und Windwerte in der Umgebung informiert. Wir empfehlen dir natürlich, unsere Homepage schon vor deiner Anreise genau anzusehen, um so schon vorab alle aktuellen Informationen wie Notams mitzubekommen. Unmittelbar vor deinem Start solltest du nicht nur die große Windfahne links hinter dir beachten, auch weiter unten findest du hilfreiche Indikatoren, um die Windsituation zu beurteilen und einen sicheren Start durchzuführen. Falls die örtliche Flugschule gerade Betrieb hat, solltest du übrigens deinen Schirm ganz links am Startplatz auslegen, da rechts die Schülerinnen und Tandempilotinnen Vorrang haben. Apropos Flugschule. Natürlich kannst du hier fliegen lernen oder auch bei der Flugschule einen geleiteten Flug buchen, falls du dich noch nicht so sicher fühlst. Diese findest du direkt neben dem Gasthof Postel. Und welche Flüge kann man hier machen? Unser Club heißt nicht umsonst Soaring Club, denn durch die steile, hohe Felswand eignet sich das Fluggebiet besonders dazu.
Aber auch Hike and Fly sind sehr beliebt. Der Aufstieg dauert ja nicht so lange. Und mit etwas Thermik kann man auch wunderbar aufdrehen und Cross-Country-Flüge starten. Bei so einem tollen Fluggebiet in der Nähe großer Städte wundert es natürlich nicht, dass sehr viel los ist. Nicht nur am Wochenende. Daran muss man sich erst gewöhnen. Besonders wenn die Thermik schwach ist und sich alles an der Kante drängt, heißt es aufpassen, aufpassen, aufpassen. Andererseits ist es praktisch, Thermikzeiger in der Luft zu haben und es macht einfach Spaß, gemeinsam zu kurbeln. Die maximale Flughöhe beträgt bei den Startplätzen 1950 Meter über dem Meer. Wenn man etwas weiter südwestlich fliegt, darf man bis 2550 Meter aufdrehen. Das Hubertushaus ist ein guter Orientierungspunkt, ob man sich bereits in dem erwähnten Luftraum befindet. Jetzt zeige ich euch, wo man landen kann. Und dazu gehen wir ein bisschen nach unten. Auch die motiviertesten PilotInnen müssen irgendwann wieder landen. Und dafür gibt es hier gleich mehrere Möglichkeiten. Technisch am einfachsten ist der Landeplatz, den auch die örtliche Flugschule nutzt. Er ist eben, angenehm groß und hat eine Windfahne in der Mitte der Längsseite. Wenn man ihn sich vorab anschauen möchte, was natürlich empfehlenswert ist, findet man ihn am einfachsten, indem man Winzendorfer Straße 260 224 2724 Meiersdorf ins Navi eingibt. Von dieser Adresse ist er 250 Meter in Richtung Osten entfernt. Zu erwähnen ist, dass hier Linkslandewolken geflogen werden müssen. Bei Starkwind kann man auch abachtern. Eine weitere, sehr beliebte Möglichkeit ist die Wiese bei der ehemaligen Mautstation. Dort schauen wir jetzt noch gemeinsam hin. Bei der Landewiese, ehemalige Mautstation, ist besonders die Stromleitung zu beachten. Diese ist zwar isoliert, aber es ist trotzdem nicht empfehlenswert, den Schirm dort in die Leitung zu hängen. Auch hier gibt es natürlich einen Windsack. Für alle Piloten, die ihr Auto oben geparkt haben, stellt sich nach der Landung die Frage, wie man jetzt zurückkommt. Wer nicht in der glücklichen Lage ist, einen Abholer zu haben, möchte vielleicht per Autostopp mit hinaufgenommen werden. Das funktioniert hier auf der Hohen Wand erstaunlich gut. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Autofahrern bedanken, die Autostopper mitnehmen. Die beste Chance auf eine Mitfahrgelegenheit hat man, wenn man hier bei der ehemaligen Mautstation landet. Wenn du mit dem Auto hinauffährst, ist es natürlich nett, wenn auch du Autostopper mitnimmst. Landest du auf dem Landeplatz, den auch die örtliche Flugschule nutzt und diese ist vor Ort, dann kannst du fragen, ob sie dich mitnehmen. Dafür ist ein kleiner Beitrag in bar fällig. Du kannst aber auch nach einer Jahrespauschale bei der Flugschule fragen, wenn du den Service öfter nutzen willst. Aber Achtung, bei diesem Landeplatz dürfen wir nicht parken, das ist der Flugschule vorbehalten. Und für die Sportlichen unter uns ist natürlich der Rückweg zu Fuß eine schöne Alternative. Wenn man den schnellsten und einfachsten Weg gehen möchte, sollte man den Klettersteig Völlerin wählen. Dieser startet in der Nähe des Sonnenuhrparkplatzes, gleich neben dem Übungshang der Flugschule. Er heißt zwar Klettersteig und ein paar Mal muss man die Hände verwenden, aber auch mit einer normalen Flugausrüstung ist er problemlos zu gehen. Das war unsere Vorstellung des Fluggebietes Hohe Wand. Wenn du noch mehr über die Meteorologie der Hohen Wand und die Besonderheiten des Geländes wissen willst, empfehlen wir dir den sehr ausführlichen Film von Manfred Neugebauer, den du unter dem Titel Der richtige Wind im Fluggebiet Hohe Wand auf YouTube findest. Im Namen des Soaring Club Hohe Wand freuen wir uns auf deinen Besuch und wünschen dir jederzeit Happy Landings. Bis bald!